Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal, Leute. Ich hoffe, ihr habt alle einen fantastischen Tag. Wenn ihr noch nicht abonniert seid und folgt, dann macht das jetzt unbedingt. Dieser Kanal liefert euch die echten Krypto-Infos, bevor sie Mainstream werden. Gerade passiert etwas, das leise einen Turning Point für Global Finance markiert und die meisten Leute realisieren noch nicht, was sie da eigentlich anschauen. Coinbase hat den Launch von Tokenized Stock Trading announced, Equities of Blockchain Rails to Move mit dem Long-Term Goal von 24/7 Global Access. Das ist kein Feature-Update, das ist kein Product Experiment, das ist der Beginning vom End für Legacy Market Hours, Settlement Delays und Fragmented Financial Infrastructure. Und sobald man understandet, was das actually bedeutet, wird obvious, warum Assets wie XRP, Ethereum und Solana positioned sind im Center von dem, was next kommt. Lassen wir das properly von Macro Perspective frame. Jede Major Financial Revolution startet mit Infrastructure, nicht mit Price. Märkte change nicht wegen Hype. Sie change, weil die underlying Rails obsolete werden. Genau das witnessen wir right now. Der Legacy Stock Market operiert auf Artificial Constraints. Limited Trading Hours, Delayed Settlement, Preferential Access für Institutions, Capital trapped in Clearing Processes, die Days brauchen, um zu finalize. Diese Inefficiencies sind keine Accidents. Sie sind Relics von outdated systems. Tokenization eliminates diese Constraints. Wenn Stocks tokenized werden, moves ownership auf ein Blockchain Ledger. Settlement wird atomic. Trading wird continuous. Geography wird irrelevant. Und Capital wird dramatically more efficient. Deshalb matters Coinbases announcement far beyond crypto. Coinbase tokenisiert nicht Assets für Novelty. Sie demonstrate zu Regulators, Institutions und der Global Public, dass Blockchain-based Markets better work als Legacy Systems. Faster Settlement, lower costs, greater accessibility, fewer intermediaries. Sobald dieser Comparison undeniable wird, gibt es kein Going Back. Jetzt brechen wir herunter, was das actually in practical terms bedeutet. Der Global Stock Market sieht über $100 Trillion in Annual Trading Volume mit Total Market Capitalization hovering around 150 Trillion. Selbst eine partial migration dieser Activity auf Blockchain Rails create unprecedented demand für die underlying Infrastructure Tokens. Jeder Trade, jeder Settlement, jeder Transfer requires fees paid in native tokens. Auf Ethereum bedeutet das Gas. Auf Solana bedeutet das Transaction Fees. Auf dem XRP Ledger bedeutet das Transaction Costs, die burned werden, permanently reducing supply. Das ist, wo Leute den Compounding-Effekt missen. Tokenized Stocks traden nicht just. Sie integrate in Decentralized Finance. Sie werden collateral. Sie enable Lending, Borrowing, Yield Strategies, Dividend Distribution und Structured Products. Jede Layer multiplies on-chain activity. More activity increases fee generation. Fee generation increases deflationary pressure. Increased usage attracts developers und institutions. Institutions bring liquidity. Liquidity reinforces network dominance. So formen sich Infrastructure Flywheels. XRPs Role innerhalb dieses Ökosystems ist unique. Der XRP Ledger wurde built für High Throughput, Low Cost Settlement mit Deterministic Finality. Er rely nicht auf Probabilistic Confirmation. Er leidet nicht unter Congestion Auctions. Er requires keine Layered Complexity, um Scale zu achieve. Das macht ihn ideal für Settlement-Heavy Use Cases wie Tokenized Equities. Ethereum excels at Programmability, Solana excels at Speed für Consumer Applications, XRP excels at Value Movement und Final Settlement. Diese Systems sind nicht Competitors. Sie sind Complementary Layers desselben Emerging Financial Stacks. Das ist die Future, die Coinbase signalisiert. Jetzt zoom out again. Tokenized Markets close nicht. Sie sleep nicht. Sie privilege nicht Institutions over Retail. Ein 24/7 Market fundamentally changes how capital globally flows. Liquidity wird continuous. Volatility compresses over time. Arbitrage wird more efficient. Capital allocation wird more rational. Das ist, warum Tokenization inevitable ist. Und sobald Equities on-chain move, follow bonds. Follow derivatives. Follow mortgages. Follow dividends. Everything mit Ownership und Settlement follows. Das ist keine Speculation. Das ist Architectural Logic. Jetzt reden wir über what accelerates diese Adoption Curve. Policy. Die Trump-Administration war explizit über ihre Stance. Blockchain, Stablecoins und Digital Payment Systems sind keine Threats. Sie sind Strategic Advantages. Wenn das Treasury openly über Removing Regulatory Impediments zu Blockchain Innovation spricht, das ist keine Rhetoric, das ist Instruction. Regulation setzt den Pace für Institutional Capital. Capital deployed nicht, bis die Rules clear sind. Und right now emergiert Clarity rapidly. Die Federal Reserve hat already begonnen, restrictive guidance zu withdraw, die Banks discouraged hat, mit Crypto zu engage. Banks brauchen no longer special pre-approval just to participate. Crypto wird normalized innerhalb des Financial Systems. Das matters. Denn sobald Banks allowed sind zu engage, follows liquidity.
Und Liquidity ist, was ultimately price drives. Jetzt Layer in die ETF Dynamics. XRP-Spot ETFs haben already über $1 billion in net inflows in under a month absorbed. Just one day saw nearly $54 million enter spot products. Das ist keine Retail Speculation. Das ist institutional positioning. Für Kontext, Bitcoin ETFs currently hold over $100 billion, mit Peaks near $150 billion. Wenn XRP even a fraction von diesem Demand captures, wird das Repricing Potential obvious. Aber wieder, Price ist der last step. First comes infrastructure, then regulation, then institutional access, then liquidity, then price discovery. Wir sind immer noch early in dieser Sequence. Jetzt adressen wir den most misunderstood part dieser Transition. Stablecoins. Ja, Banks issue Stablecoins. Ja, sie earn yield on reserves. Ja, sie optimize balance sheets. Das eliminates nicht die Need für Neutral Settlement Asset. Stablecoins sind Liabilities. Sie werden von Institutions issued. Kein Major Bank will another bank's liability at scale holden. Das introduce Counterparty Risk und Regulatory Exposure. Wenn Bank of America Value zu JP Morgan sendet, was bridges diese zwei Systems? Nicht Bank of America Stablecoin. Nicht JP Morgan Stablecoin. Men need neutral liquid settlement asset. Das ist die Role, die XRP fills. Stablecoins operate within silos. XRP connects silos. Deshalb increases Stablecoin growth die Need für XRP rather than replacing it. Jetzt add global context. Das Financial System ist nicht American only. Japan, Europe, Africa und Latin America advance digital settlement infrastructure at different speeds. Japan had already deep integration mit Ripple. Europe hat regulatory frameworks, die faster move als die US emerging markets adopt instant settlement out of necessity, not preference. XRP operates in dieser global reality. Das ist warum focusing solely on US narratives das bigger picture misses. Jetzt bring das zurück zu Coinbase. Coinbase is effectively stress-testing the future in public. Sie show regulators und institutions what tokenized markets in practice look like. Sobald dieses Model superior proves, mounts pressure across the industry. Competitors müssen follow, institutions müssen adapt, regulators müssen accommodate. So happen transitions. Quietly at first, then all at once. Let's move deeper in why this moment specifically für XRP matters. Der XRP-Ledger versucht nicht, jede Application zu hosten. Er ist designed, value efficiently at scale zu settle. Diese distinction matters enormously, sobald markets tokenize. Tokenized stocks generate massive settlement volume. Jeder trade requires finality. Jede margin adjustment requires collateral movement. Jede dividend requires distribution. Here shines XRP's design. Transaction costs auf dem XRP-Ledger sind negligible. Settlement ist final in seconds. Fees werden burned, creating long-term deflationary pressure. Over time, sobald on-chain activity grows, tightens supply quietly. Das ist nicht theoretical. Es passiert already. Sobald ETFs XRP akkumulieren, decreases circulating supply. Sobald institutional custody expands, declines selling pressure. Sobald infrastructure adoption increases, compresses volatility, so mature assets. Jetzt connect das zu macro liquidity. Global debt levels sind unsustainable. Governments default nicht. Sie inflate. Inflation forces capital in productive assets. Assets, die yield earn. Assets, die friction reduce. Assets, die liquidity facilitate. Tokenized markets create new forms von yield. On-chain collateral, lending against equities. Automated dividend distribution, continuous settlement, all das requires blockchain infrastructure. Das ist, warum das Macro-Environment Crypto-Assets mit real utility favors rather than narrative-driven speculation. Jetzt consider the policy environment heading into 2026. Tax policy changes increase disposable income. Rate cuts increase risk appetite. Quantitative easing expands liquidity. Historisch benefit periods von monetary expansion disproportionately risk assets. Aber nicht alle risk assets benefit equally. Assets tied to infrastructure outperform assets tied purely to sentiment. XRP sitzt in der Infrastructure Category. Das ist, warum Accumulation Phases boring feelen. Price consolidates, news accumulates, infrastructure builds, liquidity waits, then happens repricing rapidly. Jetzt adressen wir die emotional side von Markets. Die meisten Participants lose money nicht, weil sie den wrong asset picken. Sie lose money, weil sie at the wrong time exiten. Volatility shakes out weak conviction. Negative headlines create doubt. Sideways price action breeds impatience. So occur wealth transfers. Die Leute, die most benefiten von structural transitions, sind nicht die loudest. Sie sind die most patient. Sie understand dass price lags fundamentals. Sie understand dass plumbing moves before valuation. Sie understand dass wenn institutions quietly bilden, retail attention usually elsewhere ist. Das ist dieser Moment. Coinbase announcing tokenized stock trading ist kein Headline to trade. Es ist ein Signal to understand. Es signalisiert, dass die Industry confident enough ist, Blockchain als superior infrastructure für traditional markets zu showcase.
Diese Confidence emerges nicht in Isolation. Sie emerges, weil das System ready ist. Jetzt think what happens next. Sobald tokenized stocks traction gainen, follow other exchanges. Sobald other exchanges follow, increases competition. Sobald competition increases, explodes infrastructure demand. Settlement layers werden Bottlenecks oder Gateways. Assets, die diesen Demand handeln können, win. XRP wurde für diesen exakten Moment gebaut. Fast Settlement. Low Cost, High Throughput. Regulatory Alignment. Das ist nicht accidental, das ist Design. Jetzt adressen wir die Timeline. Diese Transition happens nicht overnight. Märkte move rarely in straight lines. Es wird Volatility geben. Es wird Pullbacks geben. Es wird Narratives geben, designed, um Confidence zu shaken. Aber Structural Transitions reverse nicht. Sobald das Superior-System proves itself, compounds adoption. Das ist, warum Patience matters. Der biggest mistake, den Investors machen, ist confusing short-term price action mit long-term positioning. Price kann long periods wrong sein, Infrastructure kann nicht. Jetzt sprechen wir plainly. Tokenization ist die Future von Capital Markets. 24/7 Trading ist inevitable. Instant Settlement ist unavoidable. Global Access ist non-negotiable. Blockchain ist die only technology, die all three simultaneously satisfies. Coinbase hat gerade diese Reality in Public validated und XRP sitzt im Center der Settlement Conversation nicht als Replacement für Everything, sondern als Connective Tissue zwischen Everything. Das ist where real value created wird. Wenn ihr Value in today's Breakdown gefunden habt, vergesst nicht, das Video zu liken und zu subscriben.